Ich beantworte auch gerne noch ein paar Fragen, also vielleicht eine Viertelstunde. Ja? Ja. Sie sind jetzt gar nicht auf Mord eingegangen. Auf Mordfälle. Ja. Und zwar, Sie sagen ja, dass der Körper Eigentum ist und das ist klar ein Verstoß am Recht des Eigentums, aber wer wird entschädigt, wenn der Ermordete keine Frau und keine Nachfahren hat, die noch leben? Ja, wie wird das gegenwärtig gehandhabt? Ja, also der Mörder wird gefasst und eingesperrt. Ja, in einem solchen Fall, da haben die meisten, das Opfer oder die Angehörigen des Opfers hätten dann einen Anspruch auf Entschädigung. Die können, wenn man das Proportionalitätsprinzip anwendet, könnten sie im Höchstfall darauf bestehen, dass er auch exekutiert wird. In der Regel würde man das aber nicht tun. In der Regel würden dann Preise ausgehandelt werden. Das heißt, so gut es geht, entschädige die Angehörigen des Opfers. Wenn das eine wohlhabende Person ist, da wird man dann vielleicht sagen, naja, die und die Summe. Wenn sie weniger wohlhabend ist, wird die Summe vielleicht kleiner sein. Vielleicht kriegt man von dem auch gar nichts, aber gegenwärtig kriegt man ja auch nichts. Es gibt keine perfekte Lösung für solche Sachen. Nur das Opfer steht im Mittelpunkt des gesamten Bestrafungssystems. Das Opfer oder die Angehörigen des Opfers. Und die gegenwärtige Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass das Opfer völlig belanglos ist. Die Opfer werden ja nicht entschädigt. In keiner Weise werden sie entschädigt. Und in einem solchen System wäre selbstverständlich der zentrale Gesichtspunkt, wir sollen alles denkbar Mögliche unternehmen, um das Opfer wieder heil zu machen. Man kann das, in vielen Fällen kann man es nicht mehr heilen. Aber so gut wie möglich versuchen wir, die Sache wieder zu bereinigen. Und die meisten Opfer würden nicht auf körperlicher Bestrafung bestehen, es sei denn, das ist eine gemeingefährliche Person, sondern würden Schmerzensgeld und so etwas verlangen. Das gab es auch im Mittelalter für viele Strafen, waren direkt Tarife festgesetzt. Wenn du das machst, das ist der Preis, 3 Ziegen, wenn du das machst, 5 Schafe und solche Regelungen. Ja. Was ist etwa mit den Kindern? Also Sie sagten ja, Selbsteigentum am Körper, aber was ist mit Kindern? Haben die dieses Recht auch? Wenn sie es nicht haben, dann können sozusagen ihre Eltern mit ihnen machen, was sie wollen. Nein, natürlich, Kinder haben dieses Recht auch. Solange sie Kinder sind, sind die Eltern Trustees. Was ist das Deutsche? Haben Vormundschaft. Und dann ist die Frage, ja, wann erlischt diese Vormundschaft? Mein Lehrer Rothbard hatte die Idee, und die erscheint mir plausibel, man kann ja nicht sagen, das gilt bis hier zum Jahr 5 oder zum 6. Lebensjahr oder zum 7. Lebensjahr. Das ist irgendwie willkürlich. Was er vorgeschlagen hat, in dem Moment, wo Kinder weglaufen können und Nein sagen können, da erlischt das. Ich würde da auch gewisse Ausnahmen zulassen. Also wenn meine Kinder so abhauen wollten, manchmal wäre ich auch hinterhergelaufen, hätte dem derben Hieb auf den Hintern gesetzt und dann wären sie wahrscheinlich wieder zur Vernunft gekommen. Aber die Grundidee scheint mir schon richtig zu sein. Manche Kinder sind früher reif, andere Kinder sind später reif. Aber wenn es gute Anhaltspunkte dafür gibt, dass das wirklich eine ernsthafte Entscheidung ist und die ernsthaft Nein gesagt haben, dann können diese Kinder eben auch zu einem Schlichter gehen und sagen, also hier, meine Eltern zwingen mich zurückzukommen, aber hör mich an, hör meine Argumente an, sieh mich an, bin ich nicht selbstständig genug,
dass man mich gehen lassen muss. Einverstanden, aber ich wollte auch auf das Problem hinaus, dass die Eltern im Verhältnis, also gerade in diesem Beispiel, in der Zeit, wo sie noch Formen sind, dass sie ja im Grunde mit den Kindern machen können, was sie wollen. Also auch genital verstümmeln, beispielsweise. Es gibt da keine Instanz, die sozusagen Anwalt der Kinder ist. Normalerweise macht das die Verwandtschaft, die Bekannten. Wir gucken sich die gegenwärtige Lage an. Solche Dinge kann man zum Teil nie verhindern. Das ist auch gegenwärtig offensichtlich nicht der Fall. Gegenwärtig ist es so, dass den Eltern die Kinder gegen ihren Willen weggenommen werden, nicht nur, wenn sie solche Dinge tun, sondern bei politisch unkorrektem Verhalten. In Schweden kann man die Kinder aus dem Haus holen, was weiß ich, weil die Eltern zu Hause rauchen. Keine Ordnung der Welt bringt es fertig, dass es nicht irgendwo schwierige, heikle Probleme gibt. Das ist so lange so, wie die Menschen so sind, wie sie sind. In dem System, wie ich das dargestellt habe, gibt es eben viel weniger Probleme als in dem, was wir gegenwärtig haben. Mehr kann man nicht machen, mehr ist sozusagen nicht menschenmöglich. Ja. Sie sprechen immer wieder die Staaten, dass irgendwas bezahlt werden muss, an wie machen, wie würden Sie es mit Geld machen? Brauchen wir eine zentrale Institution für Geld verantwortlich? Na, Geld bildet sich auf dem Markt spontan heraus. Geld ist einfach die marktgängigste aller Waren. Wenn es eine Welt gibt, in der es absolute Sicherheit hinsichtlich zukünftiger Ereignisse gibt, dann würden Personen nur Konsumgüter und Produktionsgüter unterhalten. Dann wäre das Halten von Geld gewissermaßen eine Verschwendung. Warum sollte man Geld halten, was man nicht essen kann und was auch nicht als Investitionsgut verwendet wird? Und die Antwort ist, weil es Unsicherheiten gibt, weil Überraschungen auftreten können im Leben, und wenn man sich auf diese Überraschungen im Leben vorbereiten will, dann sucht man marktgängige Waren, die man unmittelbar verkaufen kann, um seine Probleme zu lösen. Und ein solches Gut hat sich überall auf der Welt zu allen Zeiten der Menschheit herausgebildet, wenn man über den allerprimitivsten Zustand des einfachen Warenaustauschs hinaus entwickelt worden ist. Das würde ein Goldstandard oder Silberstandard, wenn die Welt anders gewesen wäre, als sie ist, vielleicht ein anderes Metall. Dafür braucht man keinen Staat. Im Gegenteil, wenn man sich das gegenwärtige Geldwesen anguckt, ist es so, die Einführung des Papiergeldes war nur deshalb möglich, weil man Enteignungen derjenigen vorgenommen hat, die ursprünglich metallisches Geld verwendet haben. Am Anfang der Entwicklung von Geld kann nie Papiergeld stehen. Wenn ich irgendwie sagen würde, hier, ich gebe, was wollen Sie für Ihre Brille haben? Und ich schreibe Ihnen da einen Zettel und da schreibe ich 10 drauf. Dann würden Sie sagen, Sie haben doch wohl einen Knall. Und wenn ich dann sage, aber ich mache noch 2 Nullen hinten dran, dann würden Sie mich in die Klapsmühle einladen. Geld war ursprünglich immer eine Ware. Und das Papier angenommen wurde, war der Grund dafür ist, dass dieses Papier ursprünglich war ein Titel für eine Ware. Das heißt, Sie nehmen einen Schein von mir an, wenn auf dem Schein steht, dieser Schein kann eingelöst werden gegen, was weiß ich, 1 Gramm Silber oder 1 Gramm Gold. Und was Staaten gemacht haben, war, an irgendeinem Punkt haben sie gesagt, so, wir lösen dieses Papier nicht mehr ein in das, wofür es eigentlich ein Titel gewesen ist. Und jetzt haben wir nur noch Papier.
wir als Staat haben ein Monopol. Wir können diese Papierscheine jetzt beliebig drucken. Das möchte ich auch gerne können. Und dann kann man auch voraussagen, was dann passieren wird. Alle staatlichen Banken sind Geldfälscher, nichts anderes. Die drucken von morgens bis abends drucken die Geld. Dadurch wird niemand reich. Natürlich nicht, dann gäbe es überhaupt keine armen Länder mehr auf der Welt. Die idiotischsten Länder haben Druckmaschinen, also das können sie alle. Ein zusätzlicher Geldschein schafft kein zusätzliches Stück Butter oder kein zusätzliches Auto, nichts. Was es aber erreichen kann, ist, es macht diejenigen, die das Geld zuerst kriegen, reicher und die anderen Leute ärmer. Der Geldfälscher fälscht sich Geld, kostet fast gar nichts und kauft sich einen Mercedes. Der Rest der Gesellschaft hat jetzt einen Mercedes, ein richtiges Gut weniger, aber der Geldfälscher hat eins mehr. Und die Preise steigen dann langsam an, indem diese Geldscheine so allmählich durch das Wirtschaftssystem sickern und einen Preis nach dem anderen steigen lassen. Diejenigen aber, deren Einkommen fixiert war, können sich für einen Geldschein weniger kaufen, als das vorher der Fall war. Inflation, also die Geldvermehrung, der Sinn der Geldvermehrung ist eine Einkommensumverteilung zugunsten derjenigen, die das Geld zuerst in die Hand bekommen. Das ist immer erst die Zentralbank, dann sind es die großen Banken, die mit der Zentralbank verwandelt sind, und dann sind es die Großklienten der großen Banken. Und die kleinen Hansel, die sind diejenigen, die dadurch ärmer gemacht werden, indem das Geld Kaufkraft verliert. Also um Geld muss man sich überhaupt keine Sorge machen. Wenn man sich Staaten anguckt, die wichtigsten Einrichtungen der Staaten vom Standpunkt des Staates sind einmal diejenigen, die sozusagen mit dem Ledermantel rumlaufen, die ihnen das Knie brechen, wenn sie ihre Steuern nicht zahlen und sich einkerkern. Und dann gibt es die mit den Anzügen. Das sind die, die in den Zentralbanken sitzen, und die werden natürlich noch mehr, ja, wie soll ich sagen, bewundert, hochgeachtet, obwohl sie eigentlich die noch gefährlicheren Leute sind. Jeder, der in der Zentralbank arbeitet, ist meines Erachtens eine gefährliche Person. Die untergeordneten Chargen wissen das möglicherweise gar nicht. Aber die oben wissen das sehr wohl. Ja. Also eine Privatrechtsgesellschaft ist im Prinzip eine Anarchie, kann man das sagen, ein Abwesenheit vom Staat. Ja, ein Alternativausdruck dafür ist Anarchokapitalismus. Aber ich mag diesen Ausdruck nicht, weil Anarchie hat einfach einen anrüchigen Geschmack. Da schlagen sich die Leute gegenseitig auf den Kopf. Deshalb bevorzuge ich den Ausdruck Privatrechtsgesellschaft, weil das zwei Sachen schön betont. Einmal, es gibt da Recht, und den Gesichtspunkt betont, dass alle Leute werden rechtlich gleich behandelt. Es gibt kein Sonderrecht für eine Personengruppe, ein höheres und ein minderes Recht, sondern alle Personen werden nach den gleichen Rechtsvorschriften behandelt. Und es hat außerdem den Vorteil, dass wir sehr wohl wissen, es gibt ja ein Privatrecht. Und wenn wir so untereinander Geschäfte treiben oder so, verhalten wir uns entsprechend diesem Recht in aller Regel. Auch das Privatrecht ist natürlich durchsetzt durch Einsprengsel vom öffentlichen Recht. Da gibt es auch Pervertierungen, die da stattgefunden haben. Aber im Großen und Ganzen die meisten Leute denken sich das alles immer so kompliziert. Die 10 Gebote reichen in der Regel aus, um das Leben der Menschen friedlich zu regeln. Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Eigentum. Und was hören wir von den ganzen christlichen Parteien? Umverteilung hier, Umverteilung da.
Das hat nichts mit Christentum zu tun. Christentum verlangt von uns, was alle Großreligionen machen das, man soll Wohltätigkeit tun. Aber Wohltaten bestehen darin, dass man etwas freiwillig gibt. Und alles, was als Sozialpolitik gemacht hat, das ist nichts als organisierte Kriminalität. Besonders die Sozialpolitiker gehen mir schwer auf den Wecker aus diesem Grund. Die kommen sich immer so vor, als würden sie am laufenden Band irgendetwas Gutes tun. Die tun überhaupt nichts Gutes. Gut tut nur derjenige was, der von seinem Eigentum aus freien Stücken anderen Leuten etwas zugutekommen lässt. Und das Gutsein wird uns gewissermaßen noch ausgetrieben dadurch, dass es die Sozialpolitik gibt. Natürlich sagen die nehmen doch schon die Hälfte meines Gehalts weg. Da kann sie doch nicht von mir noch verlangen, dass ich jetzt noch ein großer Spender bin für dies und jenes. Wenn die mir das mehr lassen würden, ja natürlich, dann gibt man eben seinen Zehnten oder was auch immer so die Kirchen so für angemessen empfunden haben, was man tun soll. Und dann geht das auch an Personen, die man kennt und für Dinge, für die man sich einsetzt. In jedem kleinen Dorf gibt es einen Dorfidioten. Und als ich als Junge war, bei uns gab es auch ein paar, die machten ganz miese Arbeiten, aber die wurden immer unterstützt von den Personen, die sie gekannt haben. Wenn alle diese Sachen anonym vonstatten gehen und für Zwecke ausgegeben werden, für die man sich gar nicht einsetzen will, dann finde ich das einfach verächtlich. Ja, bitte. Sehen Sie denn irgendeine Möglichkeit oder haben Sie da auch schon eigene Ideen entwickelt, wie denn die Gesellschaft, die Rechtsordnung, die politische Ordnung sich dann in ihre Richtung irgendwie bewegen, entwickeln könnte? Denn wenn es da keine Möglichkeit gäbe, wäre es eigentlich ein Gedankenspiel. Also was ich so als Szenario sehe, ist, die ganzen westlichen Wohlfahrtsstaaten werden alle zusammenbrechen. Genauso wie der Kommunismus zusammengebrochen ist. Die können einfach ihre finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllen. Dann gibt es eine wirtschaftliche Katastrophe. In dieser wirtschaftlichen Katastrophe, die ich voraussehe, werden sich Sezessionsbestrebungen durchsetzen in großem Stil. Man sieht ja schon andeutungsweise in manchen Regionen so etwas. Der Widerstand gegen die EU wird immer stärker zunehmen. Leider als letztes in Deutschland, aufgrund der deutschen Geschichte. Wir sind ja für das ganze Unheil der Weltgeschichte verantwortlich. Aus dem Grunde müssen wir das am längsten aussitzen. Und dann kommt es aber eben, wie Katalonien will sich von Spanien absetzen, weil sie sagen, wir wollen doch nicht Andalusien finanzieren. Oder die Bayern sagen dann vielleicht, warum finanzieren wir Sizilien? Lass doch das Geld lieber in Bayern. Und wenn es zu Sezessionsbewegungen kommt und die Staaten wieder kleiner werden, dann müssen die Staaten liberaler sein, damit die produktiven Leute ihnen nicht weglaufen. Also die Zwischenlösung, die ich sehe, ist eine Welt aus Tausenden von Liechtensteins. Ganz im Gegensatz zu dem, was sich gegenwärtig ja noch vor unseren Augen vollzieht, nämlich ein europäischer Zentralstaat mit einheitlicher Steuerstruktur, einheitlicher Regulierungsstruktur, sodass sich für den Unternehmer gar nicht mehr lohnt, von einem Ort zum anderen zu gehen, weil der Mist überall derselbe ist. Und noch schlimmer wäre natürlich ein Weltstaat. Da gibt es überhaupt keine ökonomischen Gründe mehr, von einem Ort an den anderen zu gehen. Nur noch, ja, da scheint die Sonne mehr und da regnet es mehr und so etwas. Und je größer die Anzahl von Staaten ist, umso liberaler müssen sie ihren eigenen Bürgern gegenüber sein. Von sich aus sind Staaten sozusagen immer illiberal. Aber die
Konkurrenz von vielen Staaten zwingt sie gewissermaßen dazu, auch Freihandel zu betreiben. Stellen Sie sich vor, Sie sind nur ein kleines Dorf und sagen, wir machen jetzt keinen Freihandel mehr. Stellen Sie sich vor, Liechtenstein sagt, wir machen jetzt keinen Freihandel, wir machen die Grenzen dicht, wir produzieren alles für uns selber. Da werden die in 14 Tagen würden die am Hungertuch nagen. Oder Hongkong, da solche Plätze. Kleine Staaten müssen liberal sein. Und die Möglichkeit von Leuten mit ihren Füßen abzustimmen, zwingt sie, vergleichsweise nett zu sein. Also den Schweizern kann ich nur empfehlen, niemals der EU beizutreten, das immer strikt abzulehnen, auch wieder aus den Vereinten Nationen auszutreten, den Kantonen wieder mehr Macht zu geben. Eure Zentralregierung, die schickt alle nach Hause und die Kantone sollen sich wieder um die Dinge kümmern und dann möglicherweise noch einen Schritt weiter, sagen die einzelnen Gemeinden in den Kantonen das bestimmen zu lassen. Je mehr Vielfalt im Staatswesen es gibt, umso näher kommt man diesem Ziel. Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass der Weg dahin gehen wird, aber nur über eine Katastrophe. Ja, ich nehme noch eine Frage und dann, glaube ich, sollten wir... Ja, denn ich habe vorher bewusst nichts gegessen, weil ich weiß, dass ich dann schläfrig werde. Und das habe ich dem Herrn Bodel vorher gesagt. Ich wollte nicht vorher essen, sondern nachher. Aber jetzt ist es schon ziemlich spät, muss ich sagen. Vielleicht kann man die Fragen dann noch jetzt hier so beim Rausgehen oder sowas erledigen. Also ich danke Ihnen nochmal recht herzlich.